Hallo Leute, heute vergleichen wir den Sony AJ90 mit dem LG G1 Evo. Viel Spaß! Dann starten wir mal mit dem Design. Beide Fernseher könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der Sony durch die mitgelieferten Füße mit verschiedenen Aufstellmöglichkeiten punktet, muss man beim G1 den Tischfuß und den Standfuß extra dazu kaufen. Beim LG bekommt man aber gratis die Wandhalterung dazu. Im Vergleich zum Sony ist der G1 aufgrund seiner Bauweise deutlich dünner, das Kabelmanagement gestaltet sich bei beiden TVs aber etwas schwierig. Sind beide an der Wand montiert, kommt man an die Anschlüsse nur noch sehr schlecht ran. Das Panel vom G1 hat nur noch einen 1 mm dünnen Rahmen, während der Sony keinen Rahmen mehr besitzt. Beide TVs sind sehr edel und gut verarbeitet und machen eine gute Figur in euren Wohnzimmern. Für uns ist der G1 der bessere TV für die Wandmontage und der Sony der bessere TV zum Aufstellen. Kommen wir als nächstes zur Ausstattung beider Fernseher und starten mit dem Vergleich beider Bediensysteme. LG's WebOS in Verbindung mit der Magic Remote ist sehr intuitiv zu bedienen. Alle Einstellungen sind einfach zu finden und wenn man mal ein Feature nicht versteht, schreibt einem die Infobox die nötigen Infos zur Funktion dazu. Allgemein hat der LG viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das neu designte Home Dashboard von LG vereint viele Apps und Funktionen auf einen Blick und gestaltet sich als sehr übersichtlich. Egal was man gerade sucht, von hier hat man die schnellste Möglichkeit, alles zu erreichen. Kommen wir nun zu Sonys Google TV OS. Hier fällt einem sofort auf, dass Google mit dem TV sehr stark verbunden ist. Einige Menüpunkte ähneln sehr dem Ökosystem von Google. Auch der Sprachassistent ist viel tiefer verzahnt mit dem TV und wird nicht wie bei anderen Herstellern nur unterstützt. Die Bedienung ist auch hier sehr einfach, aber mit den detaillierten Einstellungen muss man sich erst zurechtfinden. Das Home Dashboard gefällt uns beim Sony besser. Alles, was man zum Beispiel auf YouTube, Netflix, Disney Plus geschaut hatte, wird einem auf einen Blick angezeigt und man muss nicht extra in die jeweiligen Dienste herein, sondern kann das direkt über das Menü ansteuern. Auch Dinge, die man über Google gesucht hat, werden uns auf dem TV angezeigt. Da merkt man, wie stark der TV mit Google verbunden ist. Durch den Datenaustausch mit YouTube werden einem auch Inhalte im Home Dashboard angezeigt, die man auf YouTube vielleicht sehen möchte. Positiv fällt uns auch die Fernbedienung des Sonys auf. Ein Sensor sorgt für die beleuchteten Tasten in dunklen Räumen, was extrem praktisch ist. Während der LG 4 HDMI 2.1 Anschlüsse mit 40 Gigabits besitzt, sind es beim Sony nur 2 HDMI 2.1 Anschlüsse, aber mit 40 Gigabits. Die anderen beiden Anschlüsse sind nur HDMI 2.0. Da ist der LG klar im Vorteil. Beim LG kann man somit eine Xbox, einen PC, eine Playstation und einen AV-Receiver gleichzeitig anschließen, ohne dabei ein 4K 120 Hz Anschlussproblem zu bekommen. Im Gaming schlägt der LG den Sony leider in allen Belangen. Der LG unterstützt fast alle Features, die für das Spielen verfügbar sind und bietet durch den Gaming Optimizer einfach die viel größere Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten. Dem Sony fehlt im Moment noch VRR, G-Sync und FreeSync und das wird auch noch nicht mal in naher Zukunft angeboten werden. Beim Input-Lag liegen beide fast gleich auf. Aber insgesamt heißt das nicht, dass man auf dem AJ90 nicht zocken kann. Aber der LG macht dem Sony in diesem Duell das Leben halt echt schwer. Kommen wir abschließend zum Sound. Da gibt es einen klaren Sieger und das ist der Sony. Aufgrund seines Acoustic Surface Audio Plus hat er hier einen riesengroßen Vorteil. Das ganze Panel ist der Lautsprecher. Das funktioniert beim Filmeschauen wirklich so gut, dass man merkt, von wo aus dem Fernseher gerade ein Geräusch kommt. Es ist auch möglich, den TV durch seinen Center-Anschluss in ein 5:1 Soundsystem mit einzubinden. Da kann der LG definitiv nicht mithalten, obwohl der Sound für einen Fernseher jetzt nicht der schlechteste ist. Kommen wir nun zu der Bildqualität und vergleichen hier die Helligkeit der OLEDs. Sony und LG haben zwei unterschiedliche Herangehensweisen, um das Bild heller zu bekommen. LG benutzt das neue Evo Panel. Bei diesem Panel haben die LEDs eine neue Materialmischung, welche die Grün- und Blautöne im Zusammenspiel mit dem Alpha 9 Gen 4 Prozessor präziser treffen.
Des Weiteren hat das Panel noch eine zusätzliche Materialschicht. Sony dagegen fährt die Leistung seines Panels extrem nach oben und arbeitet dann mit Heatsinks, um auf der Fläche des gesamten Panels gegen die Wärmeentwicklung entgegenzuwirken. Wenn man direkt vor dem TV steht, dann kann man sogar die Wärme spüren. So leistet der LG in SDR bis zu 400 Nits, beim HDR bis zu 840 Nits und im Vivid-Modus kommen wir auf insgesamt 860 bis ungefähr 900 Nits. Demgegenüber steht der Sony bei SDR bei 360 Nits, HDR bis zu 800 Nits und im Brilliant Mode auf bis zu 1230 Nits. Also ist der Sony, was den Punkt Spitzenhelligkeit betrifft, der klare Sieger. Die Frage ist hier halt nur, wer die ganze Zeit Filme im Vivid-Modus schaut. Will man den Content eher natürlicher genießen, dann schaut man ja bei dem Sony im Custom-Modus oder beim LG im Filmmaker- oder Kino-Modus. Dann liegen die TVs sehr dicht beieinander mit leichten Vorteilen zugunsten des LGs. Im Punkt Farbneutralität out of the box liegt der Sony klar vorne. Bei skalierten Inhalten aller Quellen hingegen liegt der LG mit seinem Scaler vorne. Was den Punkt Motion Flow betrifft, finde ich, liegen beide sehr dicht beieinander. Da konnte ich nach meiner Meinung leider keinen klaren Sieger finden. Aber schauen wir uns das Ganze mal anhand von ein paar Beispielen an. Als erstes sehen wir hier einen Ausschnitt aus Disneys Aladdin. Schauen wir mal in die Gesichter von Aladdin und Genie, da fällt uns auf, dass der Sony ein wenig kühler abgemischt ist und der LG ein wenig wärmer im Farbton wirkt. Im Hintergrund sieht man den Wüstensand ein wenig heller strahlen beim Sony im Gegensatz zum LG. Farben haben an sich aber beim LG ein wenig mehr Brillanz. Und weiter geht's mit Star Wars Rise of Skywalker. Hier sehen wir Rey und Leia beim Jedi-Training. In dieser Szene fallen uns wieder die leichten Nuancenunterschiede in den Gesichtern auf. Im weiteren Verlauf der Szene geht's dann in den Dschungel und hier wirkt der Sony eindeutig brillanter. Aber sehen wir mehr und mehr die Sonne, so wendet sich das Blatt. Der LG wirkt dann heller und stellenweise zeigt er auch hier mehr Farbnuancen. Als letztes kommen wir dann wieder zu Guardians of the Galaxy Teil 2. Im Thronsaal der Sovereign sieht man, wie gut beide TVs wirklich sind. Die Performance ist sehr ähnlich, das Gold wirkt vielleicht ein wenig brillanter beim LG, aber das Gesicht von Quill ist beim Sony ein wenig heller. In der letzten Szene von Guardians of the Galaxy haben wir beide TVs auf Brilliant bzw. Vivid Modus gestellt. Da haben beide eine enorme Helligkeit, wobei der Sony ein wenig heller wirkt, der LG aber mehr Kontrast und Details aufzeigt. Schaut euch das hier mal genauer an und schreibt uns in die Kommentare, was ihr so denkt. Ja, welcher TV ist denn nun der richtige für euch? Beide TVs haben es uns nicht leicht gemacht. Stellt euch als allererstes mal die Frage, wollt ihr den TV an der Wand befestigen oder auf euer Sideboard stellen? Der Sony sieht klar besser aus, wenn er auf seinen mitgelieferten Standfüßen steht. Der LG ist dafür eindeutig für die Wand gemacht. Beide sind auf ihre Weise echte Hingucker. Die Bedienbarkeit beider Geräte lässt keine Wünsche offen, alles läuft sehr flüssig und schnell. Da ist die Frage, ob ihr euch für das Vernetzungssystem von Google entscheidet oder fürs WebOS, was leider nur auf den TVs von LG zum Einsatz kommt. Aber leider muss sich der Sony im Gaming dem LG geschlagen geben. Wer hier den Schwerpunkt setzt, kann sich eigentlich nur für den LG entscheiden. Bei der Bildqualität kann man aber nicht gleich so schnell zu einem klaren Sieger kommen. Ja klar, der Sony ist im Vivid-Modus der hellere TV von beiden, aber der LG ist in den normalen Bildmodis ein wenig heller. An sich haben beide ein sehr gutes Bild und unterscheiden sich nur anhand unterschiedlich abgestimmter Bildmodis. Also in dem Punkt erreichen beide ein Unentschieden.
Beim Sound, wie vorhin schon erwähnt, ist Sony der klare Sieger. Aufgrund unserer Gesamteindrücke würden wir uns eher für den LG entscheiden, weil er an sich der vielseitigere TV ist. So, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!